Die Kamera ist ein bisschen schief. Nimmt die überhaupt auf? Irgendwie, ich weiß auch nicht. Hast mir das Licht noch nicht so. Hab ich jetzt Schatten im Gesicht? I don't know. Hi Leute und herzlich willkommen. Nochmal. Hi Leute und herzlich willkommen aus meinem neuen Büro. Yay, ich habe endlich mein eigenes Büro, was ich so verdammt lange gesucht habe, Leute. Ich habe echt so lange nach genau dem hier gesucht und das auch echt nur aus Zufall gefunden. Ich mache gleich natürlich hier eine Roomtour, selbstverständlich. Und ich wollte euch mal kurz erklären, warum, wieso, weshalb, warum sitze ich jetzt hier in einem Büro, warum arbeite ich nicht mehr von zu Hause aus. Ja, mir ist zu Hause so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen und ich habe schon länger nach einem Büro gesucht, aber nicht nur irgendein Büro. Ich wollte nicht irgendwo hin, wo ich quasi auch wieder dann alleine sitze oder alleine bin, sondern ich wollte gern irgendwo hin, wo halt noch andere Leute arbeiten von anderen Unternehmen. Und genau sowas habe ich hier gefunden. Das nennt sich Office and Friends. Das gibt es in unterschiedlichen Städten. Das Konzept nennt sich hier Coworking. Man kann sich zum Beispiel nur einen Platz mieten, ein ganzes Büro mieten oder auch nur irgendwie so einen Konferenzraum. Eine Postadresse kann man hier machen lassen, Telefonannahme etc. etc. Also eigentlich alles, was man so braucht, ohne dass man quasi irgendwie ein eigenes Gebäude bauen muss oder sich komplett ein eigenes Gebäude mieten muss oder Angestellte nochmal extra dafür haben muss, die zum Beispiel für dich das Telefon annehmen oder die Post annehmen. Egal was. Es ist immer jemand hier, das ist das Tolle. Außer heute. Heute bin ich allein. Aber heute ist auch Samstag, dann darf man das auch. Und genau das wollte ich halt auch eben, weil mir zu Hause so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist. Viele sagen jetzt, ey, du kannst doch froh sein, wenn du zu Hause arbeiten kannst. Viele machen sich genau aus dem Grund auch selbstständig. Ich habe das jetzt 2 Jahre lang gemacht und ich muss sagen, für mich ist das nix. Ich brauche so dieses geregelte morgens wieder so zur Arbeit fahren und auch wieder nach Hause kommen, weil irgendwann habe ich einfach so viel gearbeitet, von morgens bis abends, dass ich irgendwie so mein Privatleben komplett vergessen habe. Ich habe mich morgens im Pyjama am PC gesetzt, angefangen Videos zu schneiden und um 14 Uhr gucke ich auf die Uhr, sitze da immer noch im Pyjama, denke mir so, oh, du könntest ja langsam mal duschen. Hier habe ich keine Ablenkung, das hat mich halt auch zu Hause so ein bisschen gestört. Dann hat man ja doch irgendwie noch Haushalt oder dies, das, jenes. Kommen so viele Dinge irgendwie dazwischen, wo man sich denkt, ja, jetzt müsste ich eigentlich noch die Wäsche machen und so. Hier habe ich keine Ablenkung, hier habe ich nur mich, mein Büro, mein PC, meine Kamera und genau das ist das Richtige für mich. Ja, ich will euch gar nicht so lange voll labern. Ihr wollt ja bestimmt sehen, wie das hier aussieht. Kurz zur Erklärung. Ich bin quasi nur hier in dem Büro. Das ist so da, wo ich mich angemietet habe. Alles andere, was ich euch jetzt zeige, gehört nicht dazu. Also kann ich zwar alles mit nutzen, aber ist jetzt nicht meins. Wie gesagt, hier sitzen noch andere Leute in den anderen Büros, die sich da eingemietet haben. Oder halt auch eben der Konferenzraum, Küche, alles kann ich mitnutzen. Aber mein Büro ist quasi nur das hier. Trotzdem zeige ich euch alles. Los geht's. Doch bevor es losgeht mit der Roomtour, muss ich ja euch auch erstmal meine neuen Mitarbeiter vorstellen. Und hier seht ihr einmal den Milo, der jetzt hier ganz hart am Arbeiten ist. Wie ihr seht, ist er hier gerade an YouTube dran. Den wollen wir jetzt auch nicht weiter stören. Na Milo, sorry, gehen wir mal weiter. Ja, das ist der Kollege Chopper, der jetzt hier gerade am Whiteboard eine Präsentation hält. So, und nachdem ich euch nun mein Team vorgestellt habe, würde ich sagen, fangen wir an mit dem Rundgang. Standesgemäß fangen wir an beim Eingang. So, und dann kommt man hier rein und dann hat man jetzt hier so einen Eingangsbereich mit Küche, die ich auch hier komplett mitnutzen kann. Hier ist noch so eine Sitzecke, auch sehr schick. Hier hat man echt alles, was man braucht. Eine Kaffeemaschine, gibt es hier eine Spülmaschine, Herd, also ich könnte mir auch mittags was zu essen kochen. Eine Mikrowelle, ja, hier so einen kleinen Esstisch. Und sogar Ausblick ist noch nicht so schön, da soll wohl noch gebaut werden. Das lassen wir erstmal weg. Toilette haben wir natürlich auch hier. Okay, ist jetzt nicht so das Spannendste. Dann gehen wir mal weiter. Hier sieht man den Durchgang. Und dann haben wir hier einmal, was ich richtig schön finde, überall diese Glaswände. Das heißt, alles schön offen. Ja, hier im ersten Raum ist so ein Konferenzraum. Wenn man jetzt mal eine Konferenz halten will mit mehreren Leuten, Präsentationstafeln, alles was man braucht. Hier ist ein Büro. Hier sitzen quasi einzelne Leute, die sich so Einzelplätze mieten. Hier ist ein Kaminzimmer. Hier gibt es zwar keinen Kamin, aber hier auf dem Bildschirm läuft dann immer so ein Feuer. Das Ganze ist für Leute gedacht, die zum Beispiel so ein Meeting nur unter 2, 3 Personen haben. Dann sitzt man hier gemütlich und kann so ein bisschen brainstormen zum Beispiel. Und es hat halt wirklich einen ganz
ganz gemütliches Feeling. Die Lampe finde ich übrigens sehr cool. Zum wichtigsten Teil hier, und zwar zu meinem Büro. Ja, hier ist der Türsteher, habe ich extra engagiert. Ja, liebe Leute, so sieht mein Büro aus. Es ist leider, ich hätte gerne eine weitwinkligere Kamera, um euch das mal alles so zeigen zu können. Ich filme am besten erstmal hier von außen, dann sieht man nämlich mehr. Also aktuell habe ich hier noch 3 Tische stehen. Ich arbeite an dem und habe hier jetzt quasi auch so mein kleines Studio eingerichtet. Das heißt, ich werde jetzt immer hier so sitzen und filmen, wenn ich Videos mache von, so wie früher, von zu Hause mache ich das jetzt halt hier, wenn ich mal mit euch zusammen Autos konfiguriere oder egal was. Da habe ich mein Ringlicht. Das ist super, weil das macht immer so diese schönen Ringe in den Augen. Dann habe ich hier so ein kleines Schränkchen, wo ich jetzt hier meinen Kalender platziert habe und den Lamborghini hier. Und hier oben ist auch nochmal so ein kleiner Schrank, wo ich auch nochmal so ein bisschen Deko platziert habe. Hier das Deckblatt von meinem Kalender. Dann habe ich hier so 2 Pflänzchen hingestellt als kleinen Sichtschutz, weil wenn ich jetzt hier so an meinem Schreibtisch sitze und Videos mache und die Kamera ist dann ungefähr so positioniert, wie gerade im Intro, dann, wenn da im Hintergrund Leute im Konferenzraum sitzen, sieht man die halt nicht. Und eigentlich das Beste hier, ich finde die Belichtung halt sehr cool. Hier habe ich so ein Fenster und wenn ich hier sitze, habe ich halt sehr natürliches Sonnenlicht, was reinkommt. Das mag ich immer am liebsten. Ich finde, das sieht einfach am schönsten aus. Und für den Fall, dass es dann doch mal zu dunkel draußen ist, habe ich dann hier halt noch so eine Lampe, die so ein bisschen aushelfen kann. Ja, das allerwichtigste Utensil ist ja wohl hier mein riesen Monitor. Der ist wirklich verdammt riesig, Leute. Nur mal so zum Vergleich. Den brauche ich halt auch eben zum Videos schneiden. Ich zeige euch gerade mal warum, wenn ich jetzt hier mit Adobe schneide. So, dann habe ich hier komplett die ganze Timeline in der Übersicht. Und das das hilft einem schon echt extrem beim Videoschneiden. Für die Leute, die es interessiert, ich schreibe euch gerne mal hier rein, welcher Monitor das genau ist, in welcher Größe. Ja, dann habe ich hier so meine kleine Ladestation. Da haben auch schon viele in den Insta-Stories nachgefragt, was das denn wäre. Einfach mal nach Ladestation auf Amazon suchen, da findet ihr so ein Teil, ist auch gar nicht so teuer. Das hat jetzt, glaube ich, 30 € gekostet. Hier kann ich meine AirPods, meine Apple Watch und halt auch eben mein Handy laden. Alles kontaktlos. Dann habe ich hier noch so eine sehr coole Wand. Ich weiß gar nicht, wo es die gibt, bestimmt Ikea oder so, wo ich hier alles mir so platzieren kann, wie ich möchte. Hier habe ich dann zum Beispiel meine Kopfhörer aufgehangen. Alle Elemente kann man jetzt hier so abnehmen und zum Beispiel jetzt hier aufhängen. Und das geht halt so mit allem, auch mit diesen Dingern hier. So, die kann man halt alle so abnehmen und sich irgendwo hin platzieren. Und dann kann man sich das halt so aufhängen, wie man möchte. Ich zeige euch jetzt das Allerwichtigste hier von meinem Büro. Das ist die wichtigste Schublade überhaupt. Ja. Ohne die könnte ich nicht arbeiten. You know what I mean, huh? Ja, alles hier auch super ergonomisch. Ich kann zum Beispiel auch die Höhe des Tisches verstellen. Hier runter. Oh, schon fast ganz unten, nicht so klein wie hoch. Der Stuhl ist auch super bequem. Die Möbel waren übrigens schon drin, also sprich Tisch, Schrank, Regal, das Ding da, die Stühle. Was ich jetzt noch mitgebracht habe, sind halt hier so diese Deko-Geschichten wie das oder die Pflanzen. Was ich auch sehr schön finde, ist das allgemeine Setup hier. Hier diese Holzwände so, das macht das Ganze so super gemütlich. Und hier ist halt so eine dunkle, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, so eine Wand, so komische dunkle Elemente. Aber auch das, finde ich, passt super. Ja, hier noch das Hundekörbchen natürlich für meine Hundis, die ich jetzt auch immer mitnehme ins Büro. Bei der Glastür muss ich übrigens aufpassen, da bin sowohl ich als auch meine Hunde schon öfter gegengerannt heute. Das Allergeilste, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ist das hier. Ich habe hier von meinem Büro aus Zugang auf die Terrasse. Wir haben jetzt Winter. Stellt euch das im Sommer schön vor. Ich zeige euch die jetzt. Die ist nämlich hammer, mega geil. Eine riesen, krass große Dachterrasse hier mit schönem ländlichen Ausblick. Die kann nicht nur ich nutzen, die kann natürlich jeder hier nutzen, aber ich habe hier quasi so meinen eigenen Zugang. Und das Allerbeste, ich gehe mal rum, führt hier so ums halbe Haus rum. Ich habe von hier Ausblick auf mein Auto.
Ja, ganz fertig ist es noch nicht. Ich muss noch so ein paar Ecken hier ein bisschen umgestalten, weil ich, wie gesagt, auch hier mein Studio einrichte. Der Tisch wird wahrscheinlich rauskommen. Dann werde ich mir hier noch so eine kleine schöne Ecke mit irgendwie so einem schönen Hintergrund, einem Poster oder irgendwas einrichten, wo ich dann meine Kamera hinstellen kann und mich einfach da vorsetzen kann, um euch irgendwas zu erzählen. Oder auch die Ecke, das wird auch noch alles schöner. Da stelle ich gerade alles ab, was ich gerade nicht brauche. When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down the ride, you weren't down the ride. Caught switching, you were picking sides. Don't blink, caught slipping like a slip and slide. I was shooting dice till I got a nosebleed. Money on the floor, can't get cold feet. Took a L, should've put it in the offering. Lord, forgive me for my sins, don't know of me. Ja, Leute, das ist mein Büro und ich freue mich, euch demnächst viele Videos auch von hier aufnehmen zu können. Leute, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von meinem hammermäßig geilen Büro? Schreibt es hier unten rein. Ja, es ist einfach hammermäßig geil, oder? Was anderes kann man dazu nicht sagen. Ich fühle mich hier absolut wohl und wie gesagt, ich freue mich auf die Zukunft hier, auf viele neue, coole Projekte, viele neue Videos für euch. Ich hoffe natürlich, dass ihr weiterhin dabei seid, um auch eben hier die Videos, die hier entstehen werden, weiter verfolgen zu können. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!